Claude hat meine Arbeit in Excel grundlegend revolutioniert und ich kann nicht mehr zurück. Es ist einfach Wahnsinn, wie extrem Claude meine Arbeit in Excel nicht nur effizienter gemacht hat, sondern auch extrem beschleunigt hat. In diesem Video zeige ich dir unter anderem, wie du mit Claude in Excel automatisiert Datensätze bereinigen lassen kannst oder mit einem Knopfdruck komplette Dashboards als Auswertung aus diesen Datensätzen erstellen lassen kannst. Los geht's! Starten wir mal damit, dass wir uns Claude in Excel installieren bzw. das Add-in hinzufügen. Dafür gehen wir auf den Reiter Start in einer Excel-Datei auf Add-ins und geben in der Suche einmal Claude ein. Bei mir wird es hier natürlich schon vorgeschlagen, weil ich es schon verwendet habe, aber ansonsten hier einfach unter den Suchergebnissen auf Hinzufügen klicken, dann wird Claude installiert. Das dauert nur einen kleinen Moment, dann öffnet sich schon dieses Fenster hier und hier kann ich mich dann einloggen. Wenn du noch keinen Claude-Account hast, dann erstell dir einfach einen unter der Claude Homepage und wenn du Claude in Excel da nutzen möchtest, brauchst du den Pro-Plan. Das ist nicht kostenfrei, der kostet hier 15 € im Monat. Wenn du das monatlich buchst, sind es glaube ich ungefähr 20. Und ich weiß, viele denken jetzt vielleicht direkt, nee, ich bezahle für nichts, da bin ich sofort raus. Aber guck es dir erstmal an, das lohnt sich wirklich. Investiere noch ein paar Minuten in das, was ich dir in den nächsten Minuten zeige und überleg dann nochmal, ob das nicht vielleicht wirklich eine Möglichkeit sein könnte, das wenigstens mal einen Monat auszuprobieren. Also wenn du diesen Pro-Plan hier dir geholt hast, dann kannst du dich in Claude in Excel direkt einloggen und loslegen. Zurück in Excel, wenn wir uns dann eingeloggt haben, können wir jederzeit unter dem Reiter Start Claude öffnen. Wir sehen hier schon verschiedene Startbefehle in diesem Claude-Fenster hier und eben unten auch eine normale Eingabemaske für Prompts und können hier auch Dateien anfügen und sehen hier auch schon, welches Modell wir aktuell ausgewählt haben. Das ist hier das Opus 5 Modell und es gibt eben auch noch andere Modelle. Jetzt, wo wir Claude einsatzbereit haben, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir haben hier eine Bestellliste von einem Getränkehandel. Hier sind einfach in einer Tabelle Bestellungen fortlaufend eingetragen und wir sehen schon direkt, dass hier einige Daten vom Format her nicht so ganz stimmen. Auf den zweiten Blick fällt uns auch auf, dass hier eine Bestellung doppelt ist. Wir haben hier also ein Duplikat drin und wir haben hier noch weitere Fehler von der Formatierung her. Hier ist zum Beispiel alles groß geschrieben. Es wäre auch schön, wenn das hier Währungen wären, also wenn wir das hier in der richtigen Währung hätten und in einem standardisierten Format und noch einige weitere Fehler. Wir machen daran jetzt aber erstmal gar nichts, das soll ja Claude machen. Deswegen wählen wir jetzt einfach mal diesen kompletten Bereich hier aus, diesen kompletten Datensatz. Das ist nicht unbedingt notwendig, man kann Claude auch einfach sagen, nimm hier Tabellenblatt 1 und kümmere dich darum. Aber wir wählen es jetzt mal so aus, sehen auch hier unten schon über unserem Prompt, über unserer Promptzeile, welcher Bereich ausgewählt ist und geben jetzt hier mal einen Befehl ein. Und zwar sagen wir, prüfe diesen Datensatz auf Fehler und sorge für ein einheitliches Format. Das ist jetzt relativ allgemein, aber wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Claude hat jetzt hier losgelegt, die Daten erstmal gelesen und will jetzt hier loslegen mit der Formatierung. Und das ist ganz typisch, wenn man mit Claude in Excel arbeitet. Man kriegt hier eine Frage gestellt, ob er Daten verändern kann und dass es eben einen potenziellen Datenverlust geben kann. Da sagen wir einfach hier einmal Allow Once und er macht weiter. Nach ungefähr einer Minute Wartezeit ist Claude jetzt fertig, hat hier alles formatiert. Ich konnte währenddessen was anderes machen und kann mir jetzt hier einfach einmal die fertige Formatierung angucken und eben natürlich auch die Fehlerbehebung. Und auf den ersten Blick sticht mir da sofort ins Auge, dass hier ein Kommentar angefügt wurde und hier was farblich markiert ist. Da sehe ich schon, okay, Datum fällt aus der ansonsten aufsteigenden Reihenfolge und wenn ich das genauer wissen will, was da los ist, dann kann ich mir auch einfach mal anschauen, was Claude hier in diesem Claude-Chat kommentiert hat. Und wir sehen jetzt hier einmal den abschließenden Kommentar, was gemacht wurde, welche Fehler korrigiert wurden, die doppelte Zeile, die wir vorhin genannt hatten, wurde entfernt, alles wurde standardisiert, der Text wurde standardisiert, Schreibweisen vereinheitlicht und wir sehen hier auch, dass eben etwas gelb markiert wurde und hier wird auch beschrieben, was Claude vermutet, was da los ist und in der Tat, da wurde einfach ein Typo gemacht, also es wurde einfach was falsch eingegeben. Das soll nicht der 9.6. sein, sondern es soll natürlich der 9.5. sein und das können wir dann selber einfach noch kurz korrigieren
und dann ist das auch soweit abgeschlossen. Was auch sehr hilfreich ist, ist, dass Claude automatisch Formeln einfügt. Ich habe hier nochmal die Ausgangstabelle geöffnet und wir sehen hier, Menge mal Preis ist hier der Umsatz, aber der Umsatz ist hier eben ohne Währung und eben auch ohne Formel. Es ist einfach nur die blanke Zahl drin. Und wenn wir jetzt auf die von Claude korrigierte und formatierte Tabelle hier gehen, sehen wir, wenn wir mal reinklicken, hier ist eine Formel eingefügt worden. Also Claude erkennt auch sofort, dass hier eben eine Berechnung stattgefunden hat, und damit es interaktiv bleibt, beziehungsweise sich eben dynamisch anpassen kann an die neu eingegebenen Werte, ist hier direkt eine Formel eingefügt worden, was sehr, sehr hilfreich ist. Claude erkennt auch, wenn Formeln fehlerhaft sind. Das können wir einfach mal testen, indem wir hier mal reingehen und sagen, wir machen jetzt nicht Menge mal Preis, sondern wir machen einfach Preis mal Preis, was natürlich falsch ist. Wenden diesen Fehler hier auch auf die anderen Zeilen einfach mal an. Und jetzt geben wir hier, nachdem wir den Bereich einfach nochmal ausgewählt haben, in den Prompt ein, dass Claude überprüfen soll und gegebenenfalls eben korrigieren soll. Los geht's. Einen kleinen Augenblick später sehen wir, Claude hat das korrigiert und uns auch beschrieben, was hier der Fehler war, was eben korrekt ist, und hat gleichzeitig auch noch die farbliche Hervorhebung hier hinten entfernt. Die ist jetzt nicht mehr notwendig, das hatten wir ja selber schon korrigiert, und wir haben jetzt hier unsere komplett fertige Tabelle. Also man merkt, dass Claude in Excel kein stumpfer Bot mehr ist, der einfach über unsere Daten bügelt und uns dabei mehr Probleme macht, als wir vorher schon hatten, sondern Claude macht Vorschläge und die können wir dann bewerten und selber entscheiden, ob das jetzt hier Sinn macht oder eben nicht. Das war jetzt aber noch ein relativ leichtes Beispiel, einen bestehenden Datensatz zu korrigieren und zu standardisieren. Wenn wir jetzt Claude aber mal eine komplexere Aufgabe geben wollen, mal etwas zu erschaffen, dann können wir das jetzt machen, indem wir sagen, dass er uns mal hieraus ein Dashboard bauen soll. Dafür wähle ich hier nochmal den gesamten Bereich aus, gehe wieder in meine Prompt-Zeile und gebe mal hier den Befehl ein, dass er genau das tun soll, und wir starten mal. Nach ungefähr 2 Minuten Wartezeit ist unser Dashboard jetzt fertig. Wir haben natürlich auch hier wieder einen umfangreichen Bericht, was Claude hier für uns gemacht hat. Da das jetzt einiges war, erspare ich dir das jetzt mal, das hier alles der Reihe nach durchzugehen. Wir sehen nur grob, es wurde was gemacht, dann findet eine Kontrolle statt und am Ende wird auch nochmal nach Fehlern gesucht, was das Layout angeht, und auch die werden hier korrigiert. Und dann haben wir hier unser Dashboard und das können wir uns jetzt mal kurz angucken. Wir haben hier oben direkt schon mal so ein paar KPIs. Sowas hätte man natürlich auch separat anfragen können, aber Claude hat das jetzt schönerweise hier direkt mit reingebracht und wir sehen jetzt hier verschiedene Tabellen nach bestimmten Kriterien. Wir sehen hier auch direkt, es sind Formeln drin. Also hier wurde jetzt nicht mit Pivot-Tabellen gearbeitet. Wenn wir Claude sagen, aber arbeite mit Pivot-Tabellen, würde er das natürlich auch machen. Aber wichtig, es sind eben überall Formeln drin und hier nicht blanke Werte eingeführt. Daneben sind hier, wie das für ein Dashboard eben typisch ist, Graphen eingefügt, die eben passen zu den Werten, um auf den ersten Blick schnell einen Überblick zu bekommen, welcher Key Account Manager zum Beispiel für welchen Umsatz hier verantwortlich war. Und man sieht hier auch noch Umsätze nach Monat. Das ist jetzt hier ein relativ kurzes Zeitfenster für den Datensatz. Wenn wir jetzt einen längeren hätten, hätten wir auch sagen können, dass eben entsprechend noch mit Pivot-Tabellen vielleicht gearbeitet werden soll, Zeitschieber eingeführt werden sollen, also eine Zeitachse, wo man dann nochmal filtern kann, dass das Ganze ein bisschen interaktiver wird. Das ist auf jeden Fall alles möglich mit nur einem Befehl. Es hat jetzt 2 Minuten gedauert, in denen ich was anderes machen konnte. Wenn ich selber so ein Dashboard erstellen würde, würde ich dafür wesentlich länger brauchen. Ich glaube, es gibt keinen, der das in 2 Minuten schafft. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, und wenn einem danach noch irgendwas nicht passt, dann kann man natürlich Claude immer sagen, ändere das, und er macht es dann auch sofort in kürzester Zeit. Was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat an Claude in Excel, ist hier diese Datenanfügefunktion, womit er auch direkt in Excel zum Beispiel ausgedruckte und wieder eingescannte Tabellen einlesen kann. Ich habe hier mal eine auf meinem Desktop, die sieht so hier aus, ist jetzt hier auf Englisch, tut aber nichts zur Sache. Man sieht auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich mehrfach schon ausgedruckt und wieder eingescannt worden und sieht halt so richtig rotzig aus. Einfach unsauber und ist schwer einzulesen. Jetzt könnte man sagen, okay, Excel hat doch aber sowas schon, wofür brauche ich denn das überhaupt? Das stimmt, unter dem Reiter Daten haben wir hier unten eine Funktion für Bild aus Datei, da klicken wir mal drauf und jetzt importieren wir mal hier genau dieses Bild. Wir sagen einfach mal hier einfügen. Und jetzt wird das Ganze eingescannt, dauert hier einen Moment. Nach einem kurzen Augenblick des Wartens sehen wir schon, das Bild wurde hier reingeladen und es wurde auch schon was damit gemacht. Wir sehen hier so eine Art Vorschau, das sieht schon mal nicht gut aus. Wir drücken trotzdem mal auf Daten einfügen und trotzdem einfügen und sehen auch hier, das ist das Ergebnis. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das arbeitet hier auch nicht mit KI.
Und jetzt testen wir das Ganze mal in Claude. Ich lasse das einfach mal so und wir fügen jetzt hier unter, ich nehme mal ein neues Tabellenblatt und wir sagen jetzt mal hier, wir fügen diese Datei hier an. Wir können die auch einfach direkt reinziehen, wenn wir wollen. Ist auch sehr komfortabel und können jetzt hier einmal sagen, was damit passieren soll. Erstelle uns aus dieser Datei eine Excel-Tabelle und legen jetzt hier einmal los. Auch diese Aufgabe hat Claude hier jetzt abgeschlossen und wir schauen uns einfach direkt nochmal die Originaldatei zum Vergleich an. Wir sehen hier, die Daten passen soweit, auch wenn zum Teil schlecht leserlich. Expiration Date ist das hier wahrscheinlich, ist hier auch richtig eingetragen, auch wenn man das hier kaum lesen kann, ist alles soweit richtig drin. Wir sehen auch hier Product Name passt, Batch Number sieht gut aus und auch hier hinten die Eintragungen sind richtig. Uns hat Claude auch darauf hingewiesen, dass da eben hier keine Punkte, sondern Kommas sind. Das liegt einfach daran, dass wir hier mit einem deutschen Excel arbeiten. Also das passt für uns soweit. Ansonsten ist das Format exakt das, was hier auch drin ist. Sogar hier oben diese Trennung der Zeilen, die ist hier auch umgesetzt worden. Und witzigerweise sogar die letzte leere Zeile, die ist auch genauso umgesetzt. Das hätte man natürlich auch entfernen lassen können und man hätte natürlich Claude auch sagen können, dass er das noch ein bisschen hübsch machen soll, aber das ist eben jetzt hier so ziemlich wie das Original. Abschließend will ich noch was zu den Einschränkungen von Claude in Excel sagen, die gibt es natürlich auch. Zum Beispiel hat Claude in Excel keine VBA-Unterstützung, also er kann keine Makros einlesen oder selber Makros schreiben und Claude in Excel läuft nicht mit alten Excel-Versionen. Also alles, was älter als Excel 2019 ist, funktioniert meines Wissens nach nicht. Und wenn ich jetzt Excel schließe, also hier diese Excel-Datei schließe und wieder öffne, dann ist dieser Chatverlauf weg. Der wird nicht zwischengespeichert. Ich muss dann quasi wieder neu anfangen. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel versprochen, als ich am Anfang des Videos sagte, dass sich Claude in Excel und eben auch mit so einem Claude Pro Abo wirklich lohnen kann, wenn man regelmäßig mit den Microsoft Office Produkten arbeitet. Das ist keine Werbung. Ich kriege da nichts für, dass ich das sage. Ich will einfach nur ehrlich sagen, dass ich wirklich begeistert davon bin und es ist definitiv ein absoluter Gamechanger und ich würde dir ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.